wir sind jetzt hier rein ins Archiv. Hier gibt es nochmal die Wand, die auch drüben schon war. Hier schaut euch an, Toni Mann zum Beispiel, richtig cool. Hier sieht man auch noch die Evolution von dem Logo. Das war jetzt auch richtig interessant gerade. Und zwar sind es jetzt so die ersten Zeichnungen vom Logo gewesen, vom Lino Dainese, also der Erfinder von Dainese oder Gründer. Das war dann 1972 auch wirklich das erste Logo, was es so gab. Vielleicht kennen die ein oder andere das von euch sogar noch. Genau, und dann hat sich das so ein bisschen revolutioniert. Schaut euch mal an, hier 1972, dann 1981 und 2005 sieht es jetzt so aus, wie es jetzt auch aussieht. Genau, früher war es im Prinzip so gedacht, dass es ein V ist, der dich eben vor dem Bösen beschützt. So sollte das Logo eigentlich sein. Jetzt ist es mittlerweile ein Speed Demon, weil ja viele immer sagen, ja, es ist ein Teufel oder sieht aus wie ein Teufel. Deswegen Speed Demon jetzt. So sieht es jetzt aus, das neue Logo. Aber allein der Hintergedanke, so ein bisschen das Ganze, ja, wie so ein V, der dich vor dem Bösen schützt, ist wirklich eigentlich eine coole Story. Genau, und dann hier auch nochmal 2007, auch interessant, ist der erste Kombi, mit dem er zum Mars oder zum Mond fliegen wollte, also auf jeden Fall in den Weltraum. Auch richtig cool. Der Kombi hat er gemeint, steht aber leider nicht mehr hier, sonst hätten wir den auch nochmal anschauen können, beziehungsweise ja, dieser Anzug eben. Ja, richtig schön. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Raum. Also hier geht's los. Schaut mal da hinten. Erwartet uns einiges, was so richtig, richtig cool ist. Aber wir sind jetzt ganz am Anfang und somit auch ganz am Anfang der Geschichte. Und zwar ging es eben los, dass Lino hier von Vicenza, wo wir gerade sind, eine Reise nach London gemacht hat mit seinen Freunden. Schaut euch das mal an. Hier der erste Helm. Wie geil ist das bitte hier? Pudding Bowl. Helmet worn by Lino during his London trip. Also der erste AGV-Helm in Anführungsstrichen. Und hier drüben haben wir die erste Skizze von der Lederhose im Prinzip für Motorräder, die es dann eben auch farbig gab. Weil auf seiner Reise hat er auch eben gesehen, dass es nur schwarze Motorradkleidung gab. Genau, und Dino war da auch einer der ersten, der irgendwie was mit Farbe hier rausgebracht hat. Ja, und hier die ersten Skizzen. Ihr seht es, 1971, die Zeitung hat er das hier so rausgeschnitten. Jetzt flackert es hier leider ein bisschen, muss man hier ein bisschen auf die andere Seite vielleicht gehen oder ein bisschen weiter weg. Naja, ist gut. Ja, so geht es einigermaßen. Dann könnt ihr das nochmal so sehen. Genau, hier auch nochmal so ein Kombi schon, oder? Ja, das ist mal ein kompletter Einteiler. Richtig geil. Hier nochmal das Logo auch von damals, was wir ja vorne gerade gesehen hatten. Hier haben wir mal so ein bisschen Geschichte von den ganzen Rückenprotektoren. Hier seht ihr, wo das eigentlich herkam, also auch von Tieren wurde hier so ein bisschen, ja, wie können die zum Beispiel so stabil sein? Hier haben wir zum Beispiel mal eine Schildkröte oder auch hier so ein Lobster oder Hummer, Lobster, Hummer, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ihr seht schon, hier die Form und hier die Form von einem Rückenprotektor, hier zum Beispiel von Biaggi, Assen, 1994. Ja, ich schaue gleich einen Moment. Ja, was schauen wir gleich da rein. Oh mein Gott, wie cool sieht das aus. Ist geil. Geil. Das ist richtig viel Geschichte. Soll ich vorgehen? Ja. Da weiß man gar nicht, das ist ja... Oder der erste Deutsche. Einer der bekanntesten Deutschen. Also sieht man auch nochmal das Logo, das alte nochmal. Braun sagt mir leider gar nichts. Dieter Braun. Dir schon. Dieter Braun. Dieter Braun sagt mir nichts. Ich glaube, meine Zeit ist wahrscheinlich eher weiter hinten hier, oder? Oder eventuell schon da drüben. Oh, hier, Rossi. Bayliss einfach. Wie cool. Ich will hier gar nichts anfassen. Und dieser Geruch, Leute, es riecht so geil. Brutal. Helmut Wie Radl. cool. Hier hängt so viel Geschichte, so viele Kombis von Fahrern, die getragen wurden. Was allein dieser Raum hier alles erlebt hat schon. Ihr wisst, also das ist ja nicht mehr normal. Junge. Wie cool. Simoncelli. Boah, wie geil. Da ist noch Bradl. Stefan. Geil. Der ist ja mini. Bei dem da, ich glaube, dass Dani Pedrosa ausgewachsen ist, große Ja. vom Gleiche Größe wie Bradl als Kind. Pedrosa. Zeig mal. Ja. Das ist schon... Ja, das sieht man gar nicht. Stell dich mal daneben, damit man das sieht, aber das ist ja wirklich mini. Der Fancy Ja, geil. Echt
drehe mich mal hier noch so ein bisschen. Vielleicht erkennt der eine oder andere hier ein Kombi von euch hier. Kevin Swans. Leute, das ist Kuczynski. Also das war meine Zeit natürlich nicht. Ich kenne die Namen, ja. Ich habe leider kein Rennen oder sowas gesehen. Hier Max Biaggi. Aber ja, die einen oder anderen von euch kennen das bestimmt hier. Corsa. Wie cool. Hier drüben war noch ein ganz lustiger Kombi, genau der hier von Valentino Rossi, hier mit diesem Fell. Schaut euch das mal, wie geil. Oh Mann, hier so ein Fiat-Kombi noch, wo er bei Yamaha war. Oh mein Gott, Leute, das ist ja so cool, das ist echt... Hier Kaffee Latte, an die kann ich mich auch noch erinnern, das war so die ersten Zeiten, wo ich dann auch angefangen habe, ein bisschen zu schauen, hier von Tom Lütti und sowas, wo er damals noch Moto2 gefahren ist. Geil. So viele coole, man muss echt mal so richtig hinschauen, dann sieht man so, okay, Max Biaggi und dann erkennt man auch so ein bisschen was. So, schaut mal, wie Kombis hier hängen, also man sieht das gar nicht so richtig. Man muss immer kurz mal so gucken und dann sieht man, okay, krass. Und dann was, hier Fogarty, glaube ich, oder? Ja. Geil. Und jetzt hier geht es dann so zu den bisschen neueren, also ihr habt da vorne gesehen, waren wir so bei den bisschen, in Anführungsstrichen, älteren Kombis. Ja, hier oben, boah, ist auch wieder Corsa, glaube ich, oder? Nee, Corsa, Simone Corsi ist das. Crazy. Hier natürlich ganz viel Rossi, klar. Was haben wir hier noch? Den kenne ich gar nicht. Hier von Nicky Hayden da oben, Kentucky Kid. Das sehe ich schon, dass es hier so ein bisschen rausblitzelt. Valentino Rossi ist natürlich hier so viel vertreten, also wirklich brutal. Was ist das hier? Sykes, Tom Sykes. Oh, wie cool hier, Valentino Rossi. Ich glaube, jeder Rossi-Sturzkombi hängt hier gefühlt. Crazy. Also man muss immer so ein bisschen kurz reinschauen, damit man weiß, wer das ist. Oh, hier Suzuki Ritzler, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Geil. Ein schöner Kombi nach dem anderen. Man kann gar nicht so richtig drauf eingehen, weil so viele Eindrücke hier gerade sind. Das ist wahrscheinlich passiert. Das ist noch hier Morbidelli vom Moto2. Dann haben wir hier, wer ist das? Ist das Fenati? Kann das sein? Romano Fenati? Wo er noch bei Sky war? Ich glaube schon. Wen haben wir hier noch? Das musste Luca Marini sein, oder? Nee, Baldassari. Crazy. Von Pecco. Oh mein Gott. Hier von Pecco waren ja. Geil. Ja, er fährt ja leider kein Dainese-Kombi mehr, aber so, schieb mal hier kurz ein bisschen weiter. Wen haben wir hier noch? Bulega. Wie cool. Einfach hier Kombi von Bulega und von Pecco, meine zwei Lieblingsfahrer. Wie geil. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch einen von Andrea Iannone. Da vorne war auch noch einer von Iannone. Schauen wir mal, dass ich den hier so ein bisschen zeigen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hier mitfühlen könnt, aber es ist so krass. Hier Luis Salom. Auch in diesem Gelb, wo er gefahren ist. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen sich von euch noch erinnern können an den Kombi. Beziehungsweise auch an dieses Motorrad. Das sah auch so schön aus. Oh Mann. Leute, das ist so crazy gerade für mich hier. Max Biaggi, das kann ich noch erkennen. Das müsste auch nochmal Bradl sein hier mit der Nummer 6. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so fühlt wie ich, aber es ist so krass, bei so viel Geschichte hier einfach zu stehen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es nachvollziehen könnt. Es ist so crazy, es sind so geile Kombis hier. Ja, hier hinten, da kenne ich schon ein bisschen mehrere. Hier Xavi Forés, hier Montella. Boah, wie cool. Morbidelli, Mir. Ja, hier oben sind noch ein paar. Da vorne waren, glaube ich, noch ein paar von Andrea Iannone, genau, wo er damals bei Suzuki war, The Maniac. Kann man so mal sehen. Hier Stefano Manzi, wo er noch Moto2 gefahren ist. Oder Moto3, glaube ich, sogar war es bei Sky VR46. Hier Niccolo Antonelli. Geil. Also wirklich, ich glaube, ich habe jetzt bestimmt den einen oder anderen vergessen. Boah, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, das war auch Luis Salom. So krass. Wow. Ey, Leute, glaubt mir, das ist so schön hier alles. Wow. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall in den nächsten Raum. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen interessanten Kombi auch gesehen. Ich könnte mir hier so viele Kombis die ganze Zeit anschauen. Ich glaube, ich könnte mir jeden einzelnen raussuchen. Und hier wirklich, wen haben wir hier nochmal? Pecco.
Mein Gott, wartet, okay, den muss ich jetzt hier nochmal kurz anschauen. Oh mein Gott, einfach Pecco Bagnaia, wo er noch Moto2 gefahren ist. Geil. So ein schöner Raum. Das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. So, wir sind jetzt hier gerade drin gewesen. Jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz durch. Also hier ein Kombi von Giacomo Agostini, Dieter Braun. Hier sind einige eingerahmt. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ihr seht ja hier an der Seite immer die Namen dazu. Da kennt ihr bestimmt auch den einen oder anderen wieder. Hier der Helm von Niki Lauda, den haben wir auf der EICMA schon gesehen gehabt. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Hier vorne von Max Biaggi eine Aprilia, auch sehr, sehr geil. Ja, schaut es euch an und ganz hinten kommt dann hier Jorge Lorenzo, den haben wir gar nicht gesehen, glaube ich, da drin jetzt. Max Biaggi, Marco Simoncelli, Valentino Rossi. Hier hängen nochmal ein paar Replikas, die es eben gab von Rossi. Wintertest 2.7, Mugello 2009, wie cool. Mugello 2011 war aber auch sehr, sehr geil. Sepang hier mit dem Hähnchen. Oh, der war auch cool mit dem Esel. 2009 Misano. Wie geil. Schaut's euch an. Wow. Das ist jetzt hier 2006 Olympia. Da sind die mit diesem Anzug hier rumgefahren und der kam auch von Danis. Ihr seht es mal hier kurz an diesem Demo-Video. Da, wo hinten die Flamme rausgekommen ist, das war einfach 2006. Viele haben natürlich hier an diesem Protektor erkannt, dass es von Danis ist, aber es war kein Logo oder so von hinten drauf. Aber alleine für 2006 dann hier mit dieser Flamme hinten raus und sowas, das sah ja richtig, richtig cool aus. Schaut es euch mal an. Ich kannte das nicht, also da war ich 6 Jahre alt, deswegen erinnere ich mich da jetzt nicht dran, aber schaut euch das mal an, wie cool. Ich finde es ja, also wenn das heute noch, das ist ja heute noch cool, wenn die so rumfahren würden. Ja, aber dieser Anzug kam einfach von Danis. Auch interessant zu wissen, oder? Die grafische Aufarbeitung hier ist auch nochmal sehr, sehr geil. Schaut euch das mal an. Hier haben wir die Isle of Man Strecke. Und ihr seht immer, ich glaube, der ist jetzt hier gerade hier oben. Genau. Und ihr seht auch hier gleichzeitig dazu die Stelle, wo sie dann fahren. Krass, oder? Wie geil ist diese Aufarbeitung hier mit den Bergen und so, damit man alles sieht, wie die Strecke ist von Isle of Man. Richtig geil. Auch hier der Kombi. Das müsste auch Guy Martin sein, denke ich mal, oder? Ja, hier Guy Martin. Isle of Man kenne ich mich jetzt leider nicht so aus, aber deswegen Guy Martin kennt man auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal so die Revolution von den Handschuhen. Also angefangen hat das Ganze 1500 hier mit so Mittelalter-Handschuhen. Davon kommt natürlich die Inspiration. Hier 1972, Andy Meklau, hier seine Handschuhe. Und dann Troy Corsa. Ihr seht immer ein bisschen mehr Schutz, bis hier 2011 von Rossi die Handschuhe. Ja, da sieht man nochmal so ein paar Formen und Skizzen. Hier haben wir nochmal die Helmrevolution, hat auch hier angefangen, 1500 im Mittelalter mit so einem Helm hier natürlich. Hier hat sich natürlich in dem Bereich auch einiges getan. Schaut sich an hier, jetzt der Pista dann schon. Wow, hier nochmal die Rückenprotektoren, die Revolution von dem Ganzen. Hat sich auch einiges getan. 2002 kam der Wave schon raus, crazy. 2013 hier, der hier. Ja, auch die Stiefel. Wow. Knieschleifer 1980, auch geil. Hier 1986 bis jetzt 2016. Hier sieht man auch noch mal ein paar Einzelteile. Dieses ist ja so ein Museum oder so ein Archiv. Es ist so schön hier. Also das mit den Kombis vorne war eigentlich mein Highlight. Das war schon so cool zu sehen. Ja, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hingucke, sehe ich was Neues, was mich interessiert, wo ich mir denke, oh, wie krass ist das eigentlich? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Es ist einfach wunderschön hier. Hier auch nochmal so ein paar Westen oder Jacken. Damals Rallye Dakar. Oder hier Paris Dakar. Oh. Oh, wow, wow. Er hat einen sauberen Sturz gehabt. Hier haben wir mal so einen alten Auftrag, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst nennen soll. Oder ja, im Prinzip da, wo halt abgenommen wurde, das Maß. Und dann hier sieht man, okay, hier kommt die Farbe da und so hin. Und so wurde damals gearbeitet. Also der Näher oder die Näherin hat im Prinzip sowas hier bekommen. Da stehen alle Informationen drauf, wo was hingehört. Hier Nummer 1, so und so. Ja, krass, hier bei 38. Und dann muss man halt das so abnehmen. Jetzt funktioniert natürlich alles digital. Ja, aber so sah das damals aus. Hier oben hängen auch noch einige Skizzen von den ganzen Fahrern. Hier zum Beispiel Koczynski, da drüben glaube ich war irgendwo Lawson. Ja, hier ist Lawson, hier Freddie Spencer. Das sind einfach die Skizzen von damals, von denen in ihren Kombis. Schaut euch das mal an, wie viel hier hängt auch und wie viel Geschichte das auch wieder ist. Eigentlich so cool.
Dann haben wir hier mal noch ganz kurz so eine andere Abteilung, die überfliegen wir jetzt mal ganz kurz. Hier so im Reitsport zum Beispiel ist Dennis ja auch. Dann hier beim Segeln. Hier ist so ein richtig cooler Helm von AGV für so Speedskiing. Sieht auch richtig lustig aus. Ja, da vorne haben wir noch die Fahrer wie Sophia Goggia und sowas, die im Skibereich auch unterwegs sind. Matthias Meyer kennen wahrscheinlich die einen oder anderen von euch auch. Genau, das ist hier auch der Bereich, den AGV und Dennis abdeckt. Aber bei uns geht es natürlich um den ganzen Racing-Bereich. Hier haben wir mal noch so ein Airbag. Der ist dann damals hier rausgekommen. Ja, schaut euch das Demo-Video hier mal an. Er ist einfach da aus dem Höcker so rausgesprungen. Sieht aber auch eigentlich ziemlich lustig aus, oder? Geil. Da kann man es nochmal sehen, wie er sich jetzt gleich aufbläst. Pass auf. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Hier 2006. Okay, hier haben wir jetzt einen Test. Also ich kann das jetzt hier, okay, probieren wir mal. Let's go. Geht das überhaupt? Ah, okay, jetzt geht's los. Schauen wir mal, ob ich das hier mache. Rules. Watch the video. Who's faster? Okay. Push the button to beat the air. Okay. Versuchen wir das mal hier. Okay, 3, 2, 1. Muss ich dann schon drücken oder muss ich erstmal das Video anschauen? Okay. Go, steht jetzt hier nur. Fail. Achso. Ich habe gar nicht drauf gedrückt. Ich wusste nicht, dass ich drücken soll. Stand doch da gar nicht. Okay, mach mal. Okay, let's go. Schauen wir mal. 3, 2, 1. Oh, ich habe zu spät wahrscheinlich gedrückt. Scheiße. Aber ich habe gedrückt gehabt. Ich hoffe, er hat es erkannt. Schauen wir mal. Kommt gleich das Ergebnis. Fail. Hä? Ich glaube, es funktioniert nicht. Egal. Oh Mann. Da seht ihr auch nochmal die ganzen Airbags. Wie ich ja auch am Anfang schon gesagt hatte, von Dino Dennis ist auch der Traum, einfach mal in den Weltraum zu gehen. Und hier ist nochmal so ein Weltraumanzug. Auch ziemlich cool. Das war's also hier mit der Führung. Leute, so krass, so crazy, wirklich. Und damit ist das Video auch zu Ende. Vor lauter Aufregung und alle Sachen, die passiert sind, habe ich die Abmoderation komplett vergessen. Jetzt gibt es noch mal ganz kurz hier Werbung in eigener Sache. Und zwar hat unsere Marke 299 die neue Sommerkollektion vorgestellt. Wer die noch nicht gesehen hat, ich verlinke hier oben rechts mal die neue Kollektion. Und zwar gibt es hier einmal Coralie Paunia, Zalora und Vita Fruere. Die sind jetzt alle schon eingepackt. Deswegen, ja, ihr seht es hier hinten. Es gibt nicht mehr allzu viele. Gerade hier die Kleingrößen. Hier zum Beispiel XS nur noch 4 Stück. Hier, das ist auch nochmal XS. Das müsste auch XS sein. XL. Die Größen sind nicht mehr so viel da. M und L gibt es noch ein paar. Deswegen, ja, auf jeden Fall schnell sein. Schaut vorbei. Es sind richtig, richtig coole Designs. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.